Herzlich willkommen zur 16. Folge von Gerrits Tagebuch. Diese Folge wird mal eine Folge ohne Specials oder irgendwas sein, weil wir können wirklich viel zeigen, was wir in dem letzten Monat geschafft haben. Anfangen werde ich mal hier auf dieser großen weißen Platte. Sie ist ja auch schon mal gezeigt worden, aber was ganz Schönes für uns, sie ist technisch soweit fertig, dass wir mit den Flugzeugen fahren können und auch mit den Autos. Das heißt, sämtliche Stoppstellen, Kontakte, Weichen, Fahrträder, alles verlegt. Hier werde ich jetzt gleich wie jeden Tag momentan auch ein bisschen Testbetrieb machen. Das heißt, ich werde versuchen herauszufinden, ob all das, was wir im Computer geplant haben, nachher in der Realität auch so passt. Neben dem Herausfinden der technischen Fehler, also ob irgendwas kaputt ist, ist der Testbetrieb auch so wichtig, dass wir gucken, ob die Steuerungssoftware und das, was wir damals geplant haben, auch wirklich so funktioniert und alle Eventualitäten berücksichtigt hat. Hat es nämlich nicht. Und zwar haben wir hier so ein Beispiel mit der Tupolev. Ich habe länger überlegen müssen, warum ist die Tupolev in den Bus reingefahren und es herausgefunden. Und zwar unsere Steuerungssoftware funktioniert so, dass sie sich von Stoppstelle zu Stoppstelle hangelt. Und zwar eine Stoppstelle ist ein fester Punkt in der Straße, wo ein Sender das Flugzeug zum Anhalten bringt oder das Auto. Das heißt, die Software guckt immer, ist die nächste Stoppstelle frei, kann ich weiterfahren. Ich habe hier an den Parkpositionen 3 Stoppstellen. Und zwar hat jedes Flugzeug grob die Tür zwar an der gleichen Stelle, aber es variiert ein bisschen. Das heißt, diese Tupolev zum Beispiel steht jetzt auf dieser ersten Stoppstelle, da habe ich noch 2. Und die Treppe kann später genau an die Tür fahren. Ist ein Flugzeug jetzt etwas kürzer mit der Nase oder so, kann es halt auch mal sein, dass es auf der anderen Stoppstelle stehen muss. Kommt jetzt aber die Freigabe, Treppe ist weg, Flugzeug kann losfahren, dann rückt es erstmal vor auf die letzte Position und ab hier geht es eigentlich in die Flughafensteuerung über. Und das ist der Fehler, denn wenn dieses Flugzeug bis zu der Position vorrückt, passiert das. Diese Änderung klingt eigentlich simpel, sind aber 10 bis 15 Stunden Umprogrammierung, muss man jetzt durch. Anderes Beispiel ist, wir haben schon 200 Autos gebaut für Knuffingen und USA, für die K-Systeme und das hier war eigentlich immer so das Fahrzeug, was am längsten nach vorne rausragt, ein Bus. Das heißt, in der Kurve ist die Ecke vorne so ein bisschen überhalb der Straße, der Fahrbahnkante. Beim Zeichnen habe ich den Bus als Maßstab genommen und mir war noch gar nicht so bewusst, dass wir auch Enteiser haben, die noch mal ein ganzes Stück weiter rausragen. Das heißt, in Kurven, der Enteiser fährt die Innenkurve sehr scharf rum und ein Fahrzeug kommt entgegen, kommt es zum Crash. Das heißt, ich musste in die Software jetzt eine Bedingung aufnehmen, wenn das Fahrzeug Enteiser ist, dann darf man nur um die Kurve fahren, wenn keiner entgegenkommt. Das sind so schöne Sachen, die man jetzt ändern muss, kosten viel Zeit. Manchmal lacht man drüber, wie hier bei dem Crash mit dem Bus gerade. Manchmal ärgert man sich, dass die Nacht schon wieder verloren ist. Hier steht der neue A319 der Lufthansa, ungetestet bis jetzt. Freue mich auch sehr daher drauf, den zu testen. Aber es war am Anfang sehr schwierig, alle Maße der Flugzeuge hier in den Plan zu übernehmen. Welche Positionen sind denn für welche Flugzeuge erlaubt? Besonders schwierig diese Self-Maneuvering Positions, weil da der Radius, der Drehradius, die Flügel und die Länge des Flugzeuges bekannt sein muss und dessen Verhalten. Damals habe ich ausgerechnet, diese Positionen sind für A320, 737-800 und 900 und A321 tauglich, aber nicht für eine A319. Jetzt der entscheidende Test. Das ist ein A319 und siehe da, der Flügel ragt in die Straße. Es passt also nicht. Jetzt der spannende Moment, passt mein A320, denn wenn der nicht passt, habe ich ein Problem. Er passt. Und das sind so die Momente, die dann wieder Spaß machen, wenn man sieht, dass das, was man am Computer simuliert hat, am Ende dann doch, zumindest an einigen Stellen, auch mal funktioniert. Mit der Fertigstellung dieser Platte haben wir sozusagen unser zweites Richtfest, weil Axel und ich haben hier 1000 Meter Fahrdraht auf dem gesamten Flughafen verlegt. Und wie ich ja in einigen früheren Folgen schon gesagt habe, ist das manchmal eine sehr diffizile Arbeit. Man muss sehr aufpassen, ob die Kreuzungen stimmen und so weiter. Und vor allen Dingen muss man alles mit jedem Flugzeug am liebsten noch und Autos testen. Denn wenn hier am Ende Fehler passieren, kommt man wirklich sehr schlecht dran. Wie gesagt, diese Platte ist technisch soweit fertig. Es fehlen zwar Pushbacker-Treppen und die Finger noch. Wo es auch deutlich vorangeht, ist der Terminalbereich. Da stehen die Parkhäuser. Das eine ist immer noch schief, aber das wird am Ende erst gerade ausgerichtet. Gezeichnet habe ich den Bereich dort 2006 und als ich damals zum Beispiel die vielen Säulen in den Plan eingezeichnet habe, da war das eher so Klick, Säule, Klick, Säule, Klick, Säule. Jede Säule ein kurzer Mausklick und fertig. Wenn ich jetzt da vorbeigehe und Kai die Säulen setzen sehe, was eine friemelige Arbeit ist und sage, oh, dann stimmen meine Mausklicks, ja, findet er das nicht sonderlich lustig. Genauso wie am Terminal eben ist es auch hier sehr schön zu sehen, was so langsam entsteht. Wir haben uns nämlich entschlossen,
Testbetrieb durch, alles funktioniert, dann können wir ja malen. Und malen ist eigentlich immer mit so der schönste Teil, weil es am schnellsten geht, dass man sieht, dass was fertig wird und es sieht endlich hübsch aus. Viel Arbeit steckt da drin, vor allen Dingen viel Friemelarbeit. Die kleinen Aufkleber, die ganzen Linien müssen aufgeklebt werden. Mehrere Farbschichten von der Grundschicht bis zur Alterung müssen aufgetragen werden. Die ganzen Linien für den Beton müssen gemalt werden, weil wir haben uns mehrere Flughäfen angeguckt und festgestellt, es gibt einfach keinen Flughafen, wo einfach nur Beton liegt und fertig, sondern der ist immer über die Jahre entstanden. Es gibt immer unterschiedliche Farbflächen, Ausbesserungen und wir haben versucht, das alles genauso hinzukriegen und ich stehe hier momentan jeden Morgen mindestens 5 Minuten, gucke mir es an und freue mich. Das ist auch etwas, was sehr viel Freude macht. Damals als eigentlich verrückte Idee geboren, unsere Schlitzschließer. Wir wollten halt, dass wenn die Stangen, die trennen ja die Startbahn, mal nicht da sind, also kein Flugzeug startet, der Schlitz geschlossen ist. Erstens, damit Flugzeuge drüber fahren können und da nicht hängen bleiben und zweitens, damit es einfach besser aussieht. Ist eine der am längsten gedauerten Entwicklungen hier bei uns und wir haben sie alle tauschen müssen. Wir haben nämlich festgestellt, dass der Winkel, der Schlitten fährt ja in die Schlitzschließer rein und kippt die zur Seite weg. Dass der Steigungswinkel einfach zu steil war und die Materialien nicht das versprachen, was die Hersteller uns versprochen haben. Wir haben also wieder geforscht, wir haben uns einen Testaufbau gemacht, sind da 8 Jahre simuliert, Öffnungsjahre durchgefahren und haben eine Lösung gefunden, die nicht mehr abreibt, wo die Federn nicht mehr brechen, die also langfristig funktioniert. Haken war, alle Schlitzschließer wechseln. Hat 1,5 Wochen gedauert, war eine fürchterliche Arbeit und deswegen freue ich mich, dass das durch ist. So wie ich jetzt eben gerade kurz getarnt war, wollen wir ja auch versuchen, dass die Flugzeuge, wenn sie gestartet sind und irgendwann bremsen und abgesetzt werden, auch das im getarnten Bereich machen, sprich, dass man das nicht sieht. Und da werden wir in den nächsten Wochen die ersten Tests machen. Und dafür steht diese Papierwand hier, weil sie ein Teil ist, einer der Ideen, wie wir es versuchen wollen. Wir haben mehrere, dazu aber in den nächsten Folgen mehr. Ich habe ja auch bei einem anderen Thema gesagt, häufig in den nächsten Folgen dazu mehr. Das ist die Umfahrung und der Schattenbahnhof, der Schattenhangar. Das können wir heute leider wieder nicht testen, weil wir uns ja entschlossen haben, die Tarnungen mal zu überprüfen, die Wände hinten malen, auch hier die Landschaft jetzt langsam entsteht, sprich die Anlage in den Tagen jetzt momentan eigentlich nicht betriebsbereit ist. Der Grund dafür, dass wir hier nicht fahren können, ist nicht, wie vielleicht einige vermuten, weil sie es irgendwo mal gesehen haben, dass wir hier einen Unfall mit dem Lift hatten und dem A380. Das tat sehr weh, das damals zu sehen, aber die Reparatur hat einen Tag gedauert, sowohl vom Lift als auch vom Flugzeug. Die Fehlersuche ging auch recht schnell. Es ist wie so häufig im Leben, A, hat man eine Konstellation, die aufgetreten ist, bei der Programmierung nicht bedacht, dass es passieren könnte und B, müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Über Nacht wurde ein Flugzeug rausgenommen an einer entscheidenden Stelle und der Software mitgeteilt. Ich wollte nur per Hand den Lift hochfahren. Gleichzeitig ist in diesem Bereich und nur in diesem Bereich der Strom ausgefallen und noch 2, 3 andere Gründe, die wirklich exakt in einer bestimmten Reihenfolge auftreten, haben dazu geführt, dass es passiert ist. Aber wir haben es herausgefunden, warum. Und es wird nie wieder auftreten. Wir kommen hier noch mit einem Lichtgitter zum zusätzlichen Schutz demnächst noch als Einbau und dann wird das nicht mehr auftreten. Dann hatten wir vor einigen Tagen eine für uns sehr wichtige Sache. Wir mussten nämlich das erste Mal den Flughafen vor laufenden Fernsehkameras live in die Bewährungsprobe schicken. Und zwar, der A380 hatte seine offizielle Auslieferung an Lufthansa. Das Ganze wird in echt am 19. Mai passieren, deswegen waren hier hochrangige Lufthansa-Vertreter und Medien anwesend und ich bin sehr glücklich, dass das reibungslos live geklappt hat. So, und mit dem zweiten und dritten völlig fertigen Flugzeug möchte ich mich für diese Folge verabschieden. Wir sind sehr gespannt, wie die nächste Folge aussehen wird, denn es tut sich ja momentan wirklich sehr viel. Bis dann, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Thank you.